In diesem Video lernst du, wie du deine Plan- oder Forecast-Werte zu Helo hochladen kannst. Wenn du im Import-Screen ganz nach unten scrollst, findest du die Vorlagen für die GUV sowie die Bilanz jeweils mit und ohne Kostenstellen. Mittels dieser Excel-Sheets kannst du eure Planwerte in Helo uploaden. Zunächst einmal zur generischen Vorlage. In dieser findest du individuell nach eurem Kontenrahmen angelegt all eure Konten. Keine Angst, du musst dir nicht für jede Zeile, also jedes Konto, einen Planwert eintragen. Es reicht vollkommen, nur eine Zeile jedes Kosten- bzw. Erlösblocks zu befüllen, da du diese in Helo sowieso aggregiert anzeigen lassen kannst. Das gleiche Spiel hast du bei der Vorlage mit den Kostenstellen. Hier sind alle Konten den Kostenstellen gegenübergestellt und auch hier reicht es, wenn du jeweils nur eine Zeile des jeweiligen Kontenblocks ausfüllst. Ein bisschen Best Practice Sharing von unseren Kunden: Wenn du kostenstellenbasiert arbeiten möchtest, reicht es, wenn du einen Filter setzt, um dir dann nur die Informationen und Konten für die Kostenstellen anzeigen zu lassen, in die du dann auch deine Planwerte eintragen willst. Nehmen wir an, du hast deine Vorlage für die Planwerte bereits ausgefüllt, dann kannst du diese hier im Import-Screen nun zu Helo hochladen. Das können durchaus auch verschiedene Versionen sein, die du dann im Report mit zum Beispiel euren Ist- oder Forecast-Werten gegenüberstellen kannst. Nachdem wir die Budgetzahlen hinzugefügt haben, geht es jetzt darum, diese auch in den jeweiligen Reports darzustellen. Wie du siehst, habe ich bereits eine Budgetspalte hinzugefügt. Nun, wie habe ich das gemacht? Ich füge eine weitere Spalte hinzu, wähle hier nicht die Ist-, sondern die Budgetwerte aus, danach die importierte Datei, die ich darstellen will, in dem Fall Budgetversion 1, und zum Schluss wähle ich noch die jeweilige Zeitperiode, die ich vergleichen möchte. In diesem Fall den Monat Dezember. Um die Ist mit den Planwerten zu vergleichen, habe ich eine Vergleichsspalte hinzugefügt. Und das geht so. Du fügst eine Spalte hinzu, wählst diesmal die Option Vergleichsperiode und danach die zwei Spalten, die du vergleichen möchtest. In unserem Fall hier die Ist-Werte aus Dezember 2020 mit den Planwerten von Dezember 2020. Achtung, die Spalten müssen sich bereits in deinem Report befinden. Jetzt siehst du, wie deine Ist-Werte im Vergleich zu deinem Budget abgeschnitten haben. Sowohl in absoluten als auch in relativen Zahlen. Und wenn du möchtest, kannst du dir diese auch auf Gruppen, Untergruppen und Kontenebene anzeigen lassen.